Aus meiner Videoreihe zum Thema Excel Power Query würde ich dir in diesem Video gerne zeigen, wie man einfache Berechnungen durchführen kann. Man kann ja die Daten von größeren Tabellen in Power Query reinlesen und dann irgendwie Spalten verrechnen und so weiter. Da geht bestimmt was. Ich gehe mal rüber zu meiner Tabelle. Also diese Tabelle hat die Funktion Tabelle, also oben Tabellentools, gleich erkennbar, Registerkarte, Entwurf. Die ist da schon vorbereitet, die kann von Power Query erfasst werden. Da klicke ich mal rein, wenn ich Power Query starten will, aus der Position heraus, gehe ich oben auf Registerkarte Daten und da kann ich hier aus Tabelle Bereich draufklicken und dann wird die Tabelle nach Power Query reingeladen. Reingeladen heißt von Excel losgelöst in diese Zwischenposition Power Query und später idealerweise wieder zurückgespielt. So, mittlerweile sind die Daten angekommen in Power Query, Stunden später. Und jetzt schauen wir mal, also meine Idee wäre, was wollte ich überhaupt machen? Achso, ich wollte einfache Berechnungen durchführen. Gucken wir mal, was geht. Also ich könnte zum Beispiel den Preis mal irgendwas nehmen. Das ist so eine Idee. Oder ich rechne Menge, also Menge mal Preis, um dann diese Gesamtzahl hier rauszukriegen. Steht zwar schon da, aber kann man ja mal testen, damit man ein Beispiel hat für eben diese einfachen Berechnungen. So. Also wenn ich die Spalte Preis zum Beispiel antippe, dann könnte ich oben auf Spalte hinzufügen gehen, weil das Ergebnis soll ja nachher in irgendeiner Spalte drin stehen. Und da könnte ich hier auf Standard gehen und könnte zum Beispiel irgendwas rechnen, mal plus geteilt, also relativ lässige Geschichten. Ich mache mal multiplizieren. Also er fügt eine Spalte hinzu, in der das Ergebnis jetzt eingetragen wird, das sich auf diese Berechnung bezieht. Also Preis mal multiplizieren mit was? Ich mache mal 2. Kommt ganz einfach. Okay. Ruckzuck, da hinten ist die neue Spalte. Er hat also den Preis 12,50 mal 2, also es passt alles einigermaßen. Und wenn das nur ein Experiment war, man wollte halt nur mal gucken, was geht, dann habe ich ja den Vorteil, dass das über eine Abfrage generiert ist, die nur temporär vorhanden ist. Das heißt, zeitlich befristet, wenn ich das hier antippe, entfernen, kann ich der Sache auch genauso zeitlich ein Ende machen. So, noch eine Idee. Wir rechnen mal Menge mal Preis, also die Gesamtzahl will ich nochmal ermitteln. Das müsste eigentlich irgendwie ein bisschen anders gehen. Ich gehe auf Spalte hinzufügen, jetzt muss ich benutzerdefinierte Spalte hinzufügen. Also das kann ich mich nicht einfach auf eine Formel beziehen, sondern ich muss sagen benutzerdefinierte Spalte, weil ich hier jetzt genauer sagen muss, wie das Ding aussehen soll. Kommt dieses Fenster Datenbank typisch und dann schreibe ich hier oben mal Gesamt in Query. So, jetzt kann ich hergehen und kann einfach die Spalten hier nennen, die verrechnet werden sollen. Ich würde zum Beispiel sagen Menge, einmal Doppelklick, dann haut er das hier rein. Man sieht datenbanktypisch wird die Spalte erkannt mit diesen komischen Klammern. Das Ganze rechne ich mal und dann den Preis. So weit, so gut. Also kurze Ansage, was passieren soll, ohne dass ich die Zahlen konkret nenne. Ich gehe mal auf OK. Ratzfatz und da hinten ist es. So, die Werte müssten jetzt gleich sein wie die. Also hier 5650, 5650. Also es passt. Also die Berechnung kann ich in Query relativ lässig durchführen. In Excel ist das wesentlich schwerer, weil da brauche ich ja das mal das oder irgendwas mit Summe und dann muss ich es runterkopieren, kontrollieren, ob es stimmt. Und hier kann man sicher sein, dass es gemacht ist. Tippt es an, entfernt das nochmal. Ruckzuck, also wenn nie was passiert. Oder leichte Übung. Also auf die Art und Weise kann man berechnen. Was war das jetzt nochmal? Es geht immer darum, ich muss die Spalte markieren, die gemeint ist. Bei Spalte einfügen habe ich entweder die Standardberechnung, übrigens da gibt es auch irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten, wenn da jemand toller unterwegs ist wie ich, ja, oder hier bestimmte Funktionen, die es gibt, die kann man problemlos auf diese Spalte schicken. Es wird aber immer eben eine neue Spalte gemacht, die das Ergebnis liefert. Die andere Variante, wenn mir das hier nicht reicht, ich gehe auf benutzerdefinierte Spalte und kann im folgenden Fenster die Berechnung beschreiben, in der ich mich üblicherweise auf die Spalten beziehe. Ich mache mal gerade noch ein Beispiel. Ich könnte auch hier sagen, die Menge mal 2. Das war ja eben diese Multiplikation. Die kann ich auch so abbilden, wäre im Prinzip egal. Das Ergebnis ist genau dasselbe. Aber über benutzerdefinierte Spalte habe ich halt den Vorteil, ich kann es genauer gestalten und die Spalten explizit ansprechen. Hier habe ich Standards, die auf die markierte Spalte reagieren. Oder leichte Übung, ne? Also Spalte markieren, irgendwas von der wollen, entweder aus der Ecke oder aus der Ecke.
Viel Spaß beim Ausprobieren, wir sehen uns im nächsten Video.